Hallo zu einer Folge von Wayne erklärt. Heute das Passiv. Was ist das Passiv? Verben ganz allgemein haben verschiedene Charakteristiken. Die wichtigsten sind Zeit oder Tempus, Modus und Genus verbi. Zeiten sind zum Beispiel Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur, Plusquamperfekt. Der Modus ist Indikativ, also etwas, das passiert, oder Konjunktiv, etwas, das passieren könnte oder würde oder passiert wäre. Und das Genus verbi, also die dritte Form, ist aktiv oder passiv. Aktiv heißt, jemand, also ein Subjekt, tut etwas. Und das Passiv heißt, etwas wird mit jemandem oder etwas getan. Heute geht es uns ums Passiv. Und das Passiv sagt, dass etwas mit jemandem oder einer Sache passiert. Das heißt, das Subjekt der Handlung, wer etwas tut, der Agens, ist unwichtig. Wichtig ist das Objekt der Aktion. Und dieses Objekt des Aktivsatzes wird zum Subjekt im Passivsatz. Was heißt das? Im aktiven Satz könnten wir sagen, die Rote Armee erobert Berlin. Aktiv erobert die Armee Berlin. Die Armee ist das Subjekt und Berlin ist das Objekt des Eroberns. Im Passiv würde jetzt das Objekt Berlin zum Subjekt und wir sagen, Berlin wird erobert. Wenn wir auch den Agens nennen wollen, dann können wir sagen, Berlin wird durch die Rote Armee erobert. Und Sie sehen hier an der Form, dass wir das Hilfsverb werden brauchen, wird und ein Partizip erobert. Merken Sie sich gut die Formen von werden, hier im Präsens, plus Partizip. Und es ist sehr wichtig, dass es das Partizip ist, denn werden kann auch im Futur das Hilfsverb sein, dann allerdings mit Infinitiv. Zum Beispiel, ich werde morgen zu dir fahren. Ich werde fahren, Futur. Und werden plus Partizip ist Passiv. Auch im Passiv gibt es verschiedene Zeiten, und zwar können wir diese signalisieren, indem wir werden in verschiedenen Zeiten konjugieren. Das Partizip ist immer das gleiche. Hier ein paar Beispiele. Im Präsens würden wir sagen, die Bibliothek wird gebaut. Wird, Präsens, gebaut. Im Präteritum hieße es, die Bibliothek wurde gebaut. Wurde, Präteritum, gebaut. Im Perfekt würden wir sagen, die Bibliothek ist gebaut worden. Ist worden ist hier das Hilfsverb und gebaut unser Partizip. Und im Plusquamperfekt hieß es, die Bibliothek war gebaut worden. Wie im normalen Plusquamperfekt auch, haben wir nicht das Hilfsverb im Präsens ist, sondern im Präteritum war worden und gebaut ist unser Partizip. Wer etwas tut, ist der Agens des Satzes, ist in Passivsätzen nicht so wichtig. Aber auch hier können wir sagen, wer die Aktion macht. Wichtig ist, dass diese Person nicht das Subjekt des Passivsatzes ist. Das Subjekt im Passivsatz ist die Person oder die Sache, der etwas passiert. Die agierende Person oder Sache steht dagegen mit von oder durch. Und erinnern Sie sich, von ist mit Dativ, durch mit Akkusativ, also müssen Sie jeweils die Artikel angleichen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Die Mauer wurde 1989 von der DDR-Regierung geöffnet. Wer wurde geöffnet? Die Mauer, das ist unser Subjekt im Passivsatz. Und wer hat es getan? Wer ist unser Agens? Das ist die DDR-Regierung und im Passivsatz von der Dativ DDR-Regierung. Im Aktiv hieße das, die DDR-Regierung öffnete die Mauer. Wer hat's getan? Agens im Aktivsatz ist das Subjekt, die DDR-Regierung, und sie öffnete die Mauer. Die Mauer, das Objekt. Es ist ein bisschen verwirrend, aber ganz wichtig ist hier, merken Sie sich, das Objekt im Aktivsatz, Mauer, wird zum Subjekt im Passivsatz. Und der Agens ist nicht wichtig, aber wenn Sie ihn benutzen, dann benutzen Sie ihn mit von oder durch.
Der deutsche Passivsatz braucht aber gar keinen Agens, er kann auch ohne stehen. Die Mauer ist geöffnet worden. Es ist nicht wichtig, wer es getan hat, wichtig ist, dass die Mauer geöffnet wurde. Und im Deutschen, das ist im Gegensatz zum Englischen der Fall, deswegen ist das sehr, sehr schwierig zu übersetzen, können wir passiv auch benutzen für Sachen, bei denen es nicht klar ist, wer eigentlich Agens ist, wer also die Aktion vollzieht. In dem Fall steht das Verb in der dritten Person Singular, weil das Dummies-Subjekt es ist. Also, es wurde viel gelacht. Sehr, sehr schwierig zu übersetzen. Es ist einfach alle Zuschauer, alle Menschen, irgendwelche Menschen. Wir wissen nicht genau wer, aber es ist klar, das ist passiert. Deswegen, es wurde viel gelacht, als ich das letzte Mal im Theater war. Wenn wir etwas anderes an die Position 1 rücken in diesem Satz, dann verschwindet das S. Also zum Beispiel, im Theater wird viel gelacht. Denken Sie trotzdem an das Dummy S, deswegen dritte Person Singular, aber das S erscheint im Satz nur, wenn es an erster Position steht. Das ist etwas Besonderes im Deutschen und ist mit dem Englischen kaum zu übersetzen. Das ist also etwas, das Sie einfach lernen müssen. Wenn etwas passiert in einem Raum, in einer Institution und es ist unklar, wer es gemacht hat, dann können Sie das Passiv benutzen, um diesen Sachverhalt auszudrücken. Das war's. Tschüss.